Hallo liebe Kunden und Interessierte. Wir haben jetzt die letzten 2 Monate einen Bestellstopp für die Federgabeln gemacht und wir haben da ein bisschen geflunkert. Die waren nicht verfügbar, wir haben nur einfach eine Pause gemacht, um ein neues Modell oder neue Ausbaustufe vorzubereiten und dass kein Kunde enttäuscht ist, weil er gerade letzte Woche noch das alte Modell gekauft hat. Deswegen haben wir da 2 Monate Pause gemacht, um jetzt nochmal richtig loszustarten. Wir haben die Innereien weiterentwickelt, namens Optimize, das kennt man vom Dämpfer vielleicht schon so ein bisschen. Und wir haben hier noch was ganz Spezielles neu gebaut. Die meisten von euch werden sich jetzt fragen, wie passt das zusammen? Ohne Schoner, mit Schoner, schwarze Rohre, helle Rohre. Und das möchte ich euch jetzt erklären. Die Innereien erkläre ich dann später und da bin ich dann auch nicht ganz alleine. Da ist dann der Simon auch noch am Werk, der später dann die Dämpfung erklärt. Es ist so, dass wir ja unsere bisherigen Federgabeln haben, die man so kennt. Das bleibt auch so, die bleiben im Programm, bekommen aber den Zunamen Originals. Originals deswegen, weil das einfach bei uns immer schon so war und die Originals sind dafür da oder so gedacht, wie wir uns eine Federgabel vorstellen. Und dann gibt es noch eben neu bei uns jetzt die sogenannte Blackline. Die Marke haben wir schon seit längerem im Programm und war in der Vergangenheit immer eher so der Gedanke, okay, wir machen Produkte ein bisschen erschwinglicher. Und das hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen geändert oder ich sage jetzt mal weiterentwickelt, dass die Produkte, ja, ich sage jetzt mal die Bremsadapter und Kleinteile ungefähr ähnlich teuer geblieben sind, aber einfach noch ein bisschen geiler wurden. Schwarze Titanschrauben statt silbernen. Wir haben Vorbauten mit ins Programm genommen. Wir haben tolle Bremsscheiben namens Massive und Skinny im Programm. Wir haben Kurbeln hart eloxiert in Schwarz im Programm in der Blackline. Und da hat sich das so ein bisschen in diese noblere Richtung weiterentwickelt. Das war nicht geplant, das ist der Kompressor. Wir warten kurz. Wie ein frisch gezapftes Bier. Freue ich mich immer, wenn ich diesen Ton höre. Blackline. Wir waren bei der Blackline. Die Blackline hat sich ein bisschen in diese noblere Richtung weiterentwickelt und um der ganzen Sache so ein bisschen diese Krone aufzusetzen, haben wir jetzt diese Federgabeln entwickelt. Man sieht schon ganz deutlich, es sind Schoner dran, es sind schwarze Rohre dran, das ist auch noch eine kleine Besonderheit, die ich gleich erzähle. Und es ist eben so, dass mit den Schonern, ich persönlich mag keine Schoner. Ich bin ehrlich gesagt froh um diese Federgabel, die gibt es auch weiterhin im Programm. Auch diese Originals erfahren alle neuen Updates im Inneren, Luftfederdämpfung, Schmieröl, alles was dazugehört, haben auch die Originals-Gabeln drinnen. Nur die Außenhülle bleibt soweit unverändert. Und bei den Blackline-Gabeln ist natürlich die Innerei auch neu, aber die Außenhülle ist eben ein bisschen anders. Die Originals-Gabeln bleiben das funktionell mehr empfohlene Produkt. Sie sind leichter, sie sind auch günstiger und die ungefähre Masse sind 110 Gramm Differenz, was die Schoner ausmachen. Die Gabeln funktionieren tatsächlich einen Ticken besser. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, das mit dem Geld ist mir jetzt nicht so wichtig, das mit der ungefähren Masse, das ist mir auch nicht so wichtig, ich will einfach Schoner, Punkt. Und da wollen wir uns dann natürlich ein bisschen danach richten mit eben dieser Blackline-Variante. Und da ist dieser Grundgedanke, wie stellt sich ein Kunde ein Produkt vor und nicht unbedingt, wie stellen wir uns ein Produkt vor. Genau, und somit haben wir diese Originals und die Blackline und das würde ich gerade ganz kurz das Portfolio erklären bei den Federgabeln. Wir haben einmal die Originals, das ist alles wie gehabt, es gibt soweit keine Änderungen im Portfolio. Wir haben die Samurai, die ist auch unverändert. Wir haben die Hero, wir haben die Edge, wir haben die Flash, wir haben die Bandit und wir haben die Infinity. Die Infinity kommt auch bald neu, da kann ich jetzt schon sagen, wird sehr, sehr geil, aber noch nicht jetzt. Und wir haben bei der Blackline-Seite die Hero, Edge und Flash. Das bedeutet, das sind eben die drei 29 Zoll Single Crown Gabeln, die jetzt in der Blackline-Variante verfügbar sind. Die Originals, Bandit und Infinity haben keine Schoner, die sind speziell genug. Das ist eben, es geht da nicht darum, irgendwie die Leute zu erreichen, wie die Leute sich ein Produkt vorstellen, weil eine Bandit stellt sich ein normaler Kunde nicht vor. Deswegen bleibt es ohne Schoner. Das hat auch einen technischen Grund gerade oder halt eine technische Notwendigkeit von den Bauteilen. Und damit fange ich jetzt an. Und zwar haben wir die unteren Rohre, die Lowers auf Englisch, sind jetzt nicht mehr Rohr und Ausfallende eingepresst,
sondern aus einem Stück geschmiedet. Und wer sich an die letzte Woche erinnern kann von dem Aprilscherz mit dem aus dem Vollen gefrästen, das war nicht so ganz richtig, aber ein bisschen schon. Wir schmieden das aus einem Stück, dann wird das auswärtende abgefräst, wird schön mit dreidimensionalen Fräsoperationen abgezahlt und das Rohr, also diese zylindrische Form, wird poliert und also gedreht und poliert und innen auch natürlich mit einer Reibahle ausgerieben, dass eine perfekte Oberfläche stattfindet oder vorherrscht. Und genau diese geschmiedeten Lowers haben diese Aufnahmen für diese Schoner. Das sind hier 3 Punkte, ich kann das einmal kurz in der Kamera zeigen, 1, 2, 3, die wir jeweils mit 3 schwarzen Titanschrauben hier verschrauben, sodass es einfach fest ist. Und genau, deswegen geht es auch nicht bei der Infinity oder bei der Bandit, weil die eben längere Rohre haben und diese Schmiedeform von den 29 Single Crown Rohren passen da nicht. Deswegen bleiben die so, wie sie sind. Und wie gesagt, Bandit oder Infinity Doppelbrücke als Enduro stellt sich ein normaler Kunde nicht vor. Insofern passt es bei uns ganz gut ins Bild. Genau, das ist jetzt mal das eine von den Lowers, also die geschmiedeten One-Piece-Lowers. Technisch einfach eine Raffinesse, geiler geht's nicht. In Schwarz, das ist ja auch vielen wichtig, dass man dieses Gülden ein bisschen weg hat. Ich persönlich finde es schön. Ich stelle mir da immer so eine Ledertasche vor, eine edle Ledertasche, die einfach in der Naturfarbe Leder ist. Und so ungefähr ist es mit dem Hart Eloxal auch, dass das halt diese natürliche Farbe ist und das Schwarz im Endeffekt eine Einfärbung des natürlichen Hart Eloxals ist. Genau, jeder hat so seinen Geschmack. Ich finde das technisch sehr spannend und interessant, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, nee, gefällt mir nicht, ich will schwarz, Punkt. Und genau, dafür haben wir diese Blackline-Gabel dann jetzt im Programm. Jetzt eben zum Thema Schoner. Wenn wir schon ein Produkt planen, das wir jetzt nicht unbedingt vielleicht selber fahren wollten oder würden, aber wo die Kunden sich denken, das hätte ich gern, dann denken wir uns natürlich, das wollen wir halt einfach dann so geil, wie es nur irgendwie geht, bauen. Und das reicht dann nicht einfach irgendwelche Kunststoff-Spritzgussteile zu machen, sondern dann wollen wir auch Fräsen und Metall und Aluminium und Abzeilfrässpuren. Und deswegen haben wir hier diese Aluminium Lower Blades gemacht. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, dass wir die Teile aus dem Vollen fräsen. Man sieht hier auch schön diese Fräsrillen hier, wie das in der Sonne ein bisschen glänzt und schimmert. Und so stellen wir uns natürlich eine super hochwertige Gabel vor, wo kein Plastik ist, das irgendwie verbiegt oder auch schleift an den Rohren, sondern Metall. Das ist biegesteif und fest. Man kann das auch schlecht hier, also das berührt sich nicht. Das ist einfach so, wie man sich vorstellt, ein fester, steifer Schoner. Jeder, der sich jetzt denkt, das Aluminium, das ist doch ein bisschen komisch und das verbiegt vielleicht, wenn ich stürze. Klar, Kunststoff- oder Carbonschoner bricht dann vielleicht, der würde dann vielleicht verbiegen. Wir haben natürlich nicht ins Blaue hinein die Teile produziert, sondern haben das auch gut getestet. Wir haben einfach die Gabeln genommen, das kann man jetzt einfach mal kurz einblenden, wie wir das getestet haben. Tack, 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 diese Gabel hat immer wieder auf den Stein geschlagen und natürlich, klar, es verbiegt dann irgendwann, wobei die Kräfte schon immens waren. Und genau, das Gute ist aber, dass dieser Schoner, wenn ihr komplett irgendwo einkachelt, erstens ist dann vorbei vielleicht und zweitens ist es dann eher so, dass der Schoner sich eindellt, aber ein bisschen nach außen biegt. Das heißt, also bei allem, was wir jetzt da verbogen haben in diesem Test, ist es so, dass man immer weiterfahren kann. Im Notfall kann man nach außen biegen oder abschrauben. Genau, also bisher hat noch keiner das Ding kaputt gemacht bei unseren Testfahrern. Insofern sind wir da sehr happy und bieten eben in der Blackline-Variante diese schönen Lower Blades an. So viel einmal zur Außenhülle. Oben ist tatsächlich jetzt mal alles gleich. Das haben wir vor 2 Jahren vorgestellt mit der BCT, mit der Bonded Crown Technology Brücke. Gibt keine Probleme. Wir sind da sehr happy. Ist steif, ist haltbar, knarzt nicht. Von unserer Seite kann das tatsächlich so bleiben. Ja, dann haben wir mal die Außenhülle abgefrühstückt und gehen ins Innere vor. Das nächste ist die Luftfeder. Wir sind in der Firma immer tagtäglich auf der Suche, wo kann man die Reibung reduzieren. Das ist so unser Haupthobby hier. Wir haben die bisherige Luftfeder, das ist hier. Und wir haben da 2 Pneumatik-Luftdichtungen drauf. Wir haben hier einen O-Ring innen drin, der das abdichtet. Und so sieht das aus. Und dann haben wir noch unsere neue Luftfeder. Die ist grenzgenial in meinen Augen. Das war jetzt auch eine lange Entwicklungszeit. Wir sind da viel gesessen. Wie könnte man das machen? Was kann man tun? Das würde ich euch gerade jetzt kurz mal im Detail erklären. Das erste Mal ist die Negativkammer. Ich fange andersrum an. Die meisten Kunden haben diese Luftfeder
mit dem Volumenspacer unten in der mittleren Position gefahren. Ich sage jetzt mal, 98% aller Kunden haben das genauso gefahren. Dann ist natürlich der Gedanke da, wenn diese Progression passt, den meisten Kunden, dann können wir auch das ja so machen, dass wir diesen Volumenspacer hier entfernen und quasi right into the performance of the Federgabel einsetzen, und zwar in das Volumen der Negativkammer. Und dann erhöht sich dieses Volumen das Volumen der Negativkammer und kommt dann quasi auf das Volumen der neuen Kammer. Und das sind wir jetzt hier. Das heißt, wir haben die Negativkammer nochmal verlängert. Sie ist auch unabhängig vom Federweg, das ist auch eine schöne Sache. Und wir haben jetzt mit diesem Konstrukt hier 26 Gramm weniger ungefährdete Masse. Jetzt bei den Schonern so ein bisschen, dann erhöht sich es ja wieder, aber bei den Originals reduzieren wir sogar noch die geringe ungefährdete Masse. Und man kann natürlich trotzdem die Progression einstellen. Wir haben diese Kappen, die Bottom Caps, in 3 verschiedenen Größen. Wir haben einmal die Nuller, das ist die hier, das ist tatsächlich genau die gleiche wie bisher auch. Das heißt, wer unbedingt will, kann sich auch einen Volumenspacer einschrauben, das ist aber nicht notwendig. Und wir haben dann die plus 15er Kappe, die nach unten einfach mehr Volumen hat, oder wir umgedreht die minus 15er, wo dann noch stärkere Progression vorhanden ist. Also auch für die Leute, die dann ein bisschen rumspielen wollen, wir haben das Passende im Programm. Der Linearizer, den wir ja auch im Programm haben, der ist immer noch passend. Der verändert sich zwar von den Volumina ein bisschen, aber auch den gibt es nach wie vor für die neue Luftfeder. Genau, insofern ist es jetzt so, wir haben die neue Luftfeder und der Name dieser Luftfeder heißt Travelizer. Wir haben immer dieses Iser hinten dran. Und Travelizer, vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, es geht darum, dass man den Federweg verstellen kann. Jetzt muss ich noch ganz kurz vorher die Luftfederreibung. Wir haben hier neue Dichtungen gefunden, die sind sehr viel schmaler. Und ich habe am Anfang der Sache nicht so getraut tatsächlich, weil sie doch sehr dünn sind. Aber das sind Luftdichtungen, Pneumatikdichtungen, die nicht wo der Druck der Kammer diese Dichtungsreibung nicht erhöht. Das sind keine Lippendichtungen, sondern das ist eine symmetrische Dichtung und die hat einfach bisher zu einem Testzeitlauf von einem Jahr ungefähr zu keiner einzigen Undichtigkeit geführt. Und jetzt mittlerweile vertraue ich dem auch und wir sind da sehr happy. Die Reibung ist reduziert, die Bauhöhe ist reduziert und die Zuverlässigkeit ist super. Und das Gleiche befindet sich hier innen drin im Dichtkopf. Statt dem O-Ring, der ein bisschen mehr Quetschung hat, sind wir jetzt bei einer nicht bei einer Lippendichtung, sondern bei einer vorspannungsfreien Pneumatikdichtung. Und diese ganze Geschichte läuft sensationell viel leichter wie die letzte. Die letzte war schon gut, aber die ist noch mal besser. Jetzt zum spannendsten Teil. Bisher hat man die Luftfeder so eingestellt, dass wir hier diese Clips hatten, die da. Und bei Entfernen wird halt ein Zentimeter mehr frei und beim Dazuklippen einer weniger. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir die Luftpumpe aufschrauben, die hier, dann drückt sich das Luftventil logischerweise, der Stößel. Und wenn ich den drücke jetzt, dann kann ich unten das Rohr drehen. Ich denke wieder an das frische Bier, wir hätten den ausmachen müssen. Wenn ich die Pumpe aufschraube, dann drückt sich hier dieser Stößel rein. Ich mache das mal so mit dem Inbusschlüssel, dass das jeder sehen kann. So. Und wenn ich das tue, kann ich unten den Holm drehen und drehe diese Luftfeder. Man sieht jetzt hier den Abstand, der entsteht schon. Und wenn ich jetzt die Pumpe wieder abschraube, ist es so, dass dieser Stößel, das muss immer 360 Grad gedreht werden. 360 Grad entspricht 1 mm mehr oder weniger Hub. Und dann ist es so, wenn der Druck von innen kommt, ich tue das mal gerade mit dem Imbusschlüssel hier auch machen, dann geht dieser Stößel nach außen. Und wenn der Stößel außen ist, ist alles wieder fix. Es kann sich nicht verstellen, es kann sich nicht verdrehen. Man kann den Holm auch unten drehen, wie man will. Da passiert nichts. Und wenn ich die Pumpe anschraube, kann ich das beliebig einstellen und kann somit den Federweg verstellen, ohne die Federgabel zerlegen zu müssen. Und das ist einfach für Leute, die jetzt nicht so schraubaffin sind, die können den Federweg, die können die Gabel einfach kaufen, man kann es einfach umdrehen und das kriegt doch jeder hin, die Pumpe anzuschrauben und den Holm zu drehen. Wir haben bisher noch keinen einzigen in unserem Freundeskreis gefunden, der es nicht konnte. Da sind wir ziemlich stolz und deswegen ja, sind wir da sehr zuversichtlich, dass das auch bei euch ganz gut ankommt. Ich würde jetzt ganz kurz noch mal skizzieren, dass ihr auch versteht, wie das funktioniert. Wir haben hier die Kolbenstange. Und da vorne ist ein Teil dran mit einem Gewinde. So. Und in diesem Gewinde
ist ein Loch und da sitzt eine Kugel. Und außerhalb von dem Gewinde ist das Gegenstück, das ist das Schwarze hier. Das hat dann den Top-Out-Bumper hier, das hat vorne die Luftdichtung und so weiter. Und hat hier so eine Nut eingefräst. Quasi von oben schaut es so aus, dass hier so eine Nut eingefräst ist. Und von innen habe ich diesen grünen Stößel und der hat hier eine kleine Absenkung. Und wenn ich diesen Stößel drücke, fällt die Kugel nach innen und ich kann das drehen. Und wenn ich genau 360 Grad habe, wenn die Kugel genau wieder hier ist, dann kann ich die Pumpe ablassen. Dieser Stößel kommt nach außen und die Kugel geht wieder in diese Nut rein und blockiert diese zwei Teile zueinander. Und damit können wir den Federweg einstellen, ohne das zulegen zu müssen. Die Reibung ist verringert, die ungefähre Masse ist um 26 Gramm reduziert. Wir sparen uns den Volumenspacer. Wir haben eine bessere Kennlinie. Es ist einfach alles besser. Und das, denke ich, ist eigentlich der Sinn von so einer Weiterentwicklung. Insofern sind wir da sehr happy. Und genau, das war die Luftfeder. Der nächste Punkt ist die Dämpfung namens Optimized Damping. Und da bin nicht nur ich involviert, da ist auch ein anderer involviert, der heißt Simon Reiberg. Ist ein junger Ingenieur, der hat es drauf. Und der ist Anfang 23 zu uns gekommen und hat in seiner Freizeit vorher schon Shimmery Stacker, alles Mögliche aus jeglicher Dämpfung, die er jemals hatte, einfach am Computer nachsimuliert, weil das einfach sein innigstes, da hat der Bock drauf. Und der ist zu uns gekommen, hat natürlich hier auch richtig Lust gehabt, weiterzuentwickeln, zu forschen, mit dem Dyno richtig viele Graphen aufzunehmen, alle Konkurrenzkabeln zu analysieren. Und der hat die neue Dämpfung entwickelt. Und da würde ich das Wort jetzt einfach an den Simon begeben, der tatsächlich im Keller sitzt, weil da der Dyno ist. Hi, ich bin Simon Reiberg, ich bin Ingenieur bei Intent und ich bin seit Anfang 2023 mit dabei. Als ich hierher gekommen bin, war meine große Motivation, dass ich sehr gerne an Dämpfungssystemen arbeite und habe auch dann im Endeffekt bei der Entwicklung von den neuen Intent Blackline Gabeln mich um die Dämpfung gekümmert und das würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Und dabei sind wir vor allen Dingen auf das Schmierungssystem eingegangen, sowie die Dichtungen, auf die Staubabstreiferdichtungen, weil die einen sehr großen Beitrag zur Gesamtreibung haben und natürlich auf das Dämpfungssystem, was wir grundlegend überarbeitet haben. Als erstes gehe ich jetzt auf die Dichtungen ein, also auf die Staubabstreifer. Da verbauen wir aktuell oder haben in der Vergangenheit immer die SKF Green Seals verbaut. Und natürlich haben wir uns dann umgeschaut, ob es noch Alternativen gibt, die eventuell Vorteile bringen können und sind dabei über die Racing Bros gestolpert. Das ist hier diese leicht gräuliche Dichtung. Und haben dabei vor allen Dingen festgestellt, dass die bei höheren Geschwindigkeiten, dass da die Dichtungsreibung doch merklich reduziert wird. Und dafür haben wir ein kleines Experiment vorbereitet, wie man das demonstrieren kann. Wir haben im Endeffekt einen Lower Leg von einer Originals Gabel und unsere beiden Dichtungen. Und die schmieren wir dann, wie sie auch an der Federgabel geschmiert sind, mit unserem Schmieröl. Mache ich auf beide Seiten ein wenig Schmieröl drauf, verteile das rundherum, dass auch alles gut geschmiert ist. Und dann schiebe ich die hier auf das Rohr auf und dann packe ich auf das Rohr noch ein bisschen Öl, damit wir auch wirklich gleiche Verhältnisse haben auf beiden Seiten. Verteile es ein wenig außen rum und bewege die Dichtungen. Und jetzt sehen wir hier, im Endeffekt bewegen sich die Dichtungen beide. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt schnell bewegt, dann sieht man doch, dass die Racing Bros Dichtung deutlich mehr Hub macht als die SKF Dichtung. Da sieht man, dass die Reibung, vor allen Dingen, wenn die Gabel sich halt bewegt, was ja eigentlich der Betriebszustand ist und damit eigentlich das Wichtigere ist, dass die Racing Bros Dichtung doch erheblich leichter läuft und damit die Reibung reduziert. Ein sehr positiver Nebeneffekt, ich muss gerade meine Hände einmal ab. Ein sehr positiver Nebeneffekt von den Racing Bros Dichtungen ist auch noch, dass wir den Verpackungsmüll erheblich reduzieren können. Also die SKF-Dichtungen werden in solchen Kunststoffverpackungen, Kunststoff ist nicht, ist Pappe natürlich, versendet. Und die Racing Bros Dichtungen erhalten wir in solchen Plastiktüten natürlich, aber der Inhalt dieser Plastiktüte sind 25 Gabeln. Und im Vergleich habe ich hier kurz was vorbereitet. Das ist der Verpackungsmüll, den im Endeffekt die SKF-Dichtungen mit sich bringen bei 25 Gabeln.
was ja doch schon ein erheblicher Müllberg ist, den wir so vermeiden können. Genau, und als nächstes gehen wir dann weiter zum Schmieröl. Da ist es vor allen Dingen so, dass wenn die Temperaturen sehr kalt werden, die Viskosität vom Öl stark ansteigt und dadurch die Reibung sich deutlich erhöht, was man dadurch spürt, dass die Gabel vor allem im Winter dann sich einfach relativ bockig anfühlt. Und da wollten wir dran arbeiten und haben im Endeffekt, weil wir sehr zufrieden mit dem Motorex Supergliss 68 waren, haben wir die niederviskosere Variante, also das 32er, ausprobiert. War noch sehr begeistert von der Performance. Das Problem ist nur, dass die im Endeffekt von niederviskoseren Ölen die Schmiereigenschaften nicht so gut sind. Das heißt, im Endeffekt funktioniert die Gabel gut. Sie hat weniger Dämpfung durch das Öl, was sich durch die Buchsen durchbewegt. Aber im Endeffekt, ja, die Schmiereigenschaften, also wie die Gabel anspricht, vor allem die Haftreibung, die reduziert sich dann doch deutlich, wenn man das dickere Öl verwendet. Und deswegen sind wir darauf gekommen, einfach verschiedene Mischungsverhältnisse auszuprobieren und sind im Endeffekt bei einem Mischungsverhältnis von 50-50 gelandet, wie wir diese beiden Öle jetzt miteinander mischen. Und so erhalten wir dann den besten Kompromiss aus der niedrigeren Viskosität und damit weniger Dämpfung und den besseren Schmiereigenschaften von dem dickeren Öl. So konnten wir also durch das neue Schmieröl, die neuen Dichtungen und auch die neue Luftfeder die Gesamtreibung des Systems deutlich reduzieren, wodurch dann das Ansprechverhalten der Federgabel auch besser wird. Neue Luftfeder ist an der Stelle ein gutes Stichwort, denn durch die neue, längere Negativluftkammer hat sich natürlich auch die Kennlinie verändert, wodurch wir dann auch auf der Dämpfungsseite Veränderungen herbeiführen müssen. Dabei haben wir uns das bestehende System angeschaut und haben geschaut, wo wir das System verbessern können. Und dabei haben wir die Dämpfungsarchitektur grundlegend verändert, dadurch, dass wir statt einem offenen Ölbad jetzt eine Gummiblätter einbauen. Die Gummiblätter ist bei uns sehr großvolumig ausgeführt. Das heißt, im Endeffekt, falls es ein Schmierölwandern geben sollte, dass das Schmieröl von der Gabel in die Dämpfung reinwandert, was wir im Langzeitbetrieb nicht beobachtet haben. Aber falls es trotzdem der Fall sein sollte, gibt es genug Volumen, damit sich die Blätter ausdehnen kann, ohne dass sie platzt. Trotz dass wir natürlich dann jetzt das Öl luftfrei montieren müssen, wollten wir natürlich die Wartungsfreundlichkeit nicht aufgeben. Das heißt, das System ist komplett selbstentlüftend. Das heißt, der Arbeitsraum des Dämpfers wird vollständig von Luft befreit, dadurch, dass die Federgabel sich im Hub bewegt. Und dadurch kombinieren wir im Endeffekt die Wartungsfreundlichkeit des alten Systems und kombinieren sie damit mit dem Luftausschluss der Gummiblätter, um damit ein konstanteres Dämpfungsverhalten zu generieren. Ja, damit die Dämpfung auch auf langen Abfahrten super konstant bleibt. Neben den Veränderungen in der Dämpfungsarchitektur und auch der Druckstufennadel ist wohl aber der wichtigste Punkt, den wir verändert haben, der Gesamttune des Dämpfers. Also sowohl auf der Zugstufe als auch der Druckstufe hat sich einiges getan. Wir haben intern extrem viele Diskussionen geführt, wir haben extrem viele Dyno-Tests durchgeführt, der Dyno ist heiß gelaufen, wir haben Testfahrten durchgeführt, wir haben Zugstufen-Tunes rauf und runter getestet auf den Trails rund um Freiburg und den Bikeparks und sind jetzt auf einem Tune gelandet, der uns sehr, sehr zufriedenstellt. Und ich wollte euch einfach anhand einer Grafik kurz darstellen, was wir uns dabei gedacht haben und warum wir das so tun. Also dazu haben wir jetzt erstmal ein Diagramm mit zwei Achsen. Auf der horizontalen Achse tragen wir die Geschwindigkeit an, auf der vertikalen die Kraft. Und bei der Kraft geht es um die Dämpfungskraft des Rebounds, also die Zugstufendämpfungskraft, und hier um die Schaftgeschwindigkeit der Federgabel, also wie schnell die Federgabel ausfedert. Die Geschwindigkeit teilen wir jetzt in zwei verschiedene Bereiche auf. Das ist einmal der Low-Speed-Bereich und einmal der High-Speed-Bereich. Das können wir einfach mal hier erstmal andeuten. Das heißt, wir haben hier den Low-Speed-Bereich und hier den High-Speed-Bereich. Genau, diese zwei Geschwindigkeitsbereiche unterscheiden sich ein bisschen dadurch, wie die Gabel reagiert. Also im Low-Speed-Bereich sind es eher Bewegungen von kleinen Schlägen, also von kleinen Steinchen, kleinen Wurzeln, vom Fahrer-Input. Das heißt im Endeffekt, wenn man in das Bike reinpumpt oder in Anliegern, wie die Gabel wieder zurückkommt. Hier ist vor allen Dingen der Grip der Federgabel sehr wichtig. Das heißt, die Gabel soll sehr, sehr schnell reagieren. Sie soll nicht sich in den Federweg runterarbeiten, sondern sie soll schön gleichmäßig auf die Schlagabfolge reagieren. Und im High-Speed-Bereich ist es dann vor allen Dingen relevant, wenn man aus einem sehr tiefen Federweg wieder zurückfedert, weil dann sehr, sehr viel Federkraft vorhanden ist, die das Rad sehr schnell beschleunigt. Das heißt, im Endeffekt sind das dann nach einer Landung beim Sprung über sehr, sehr große Hindernisse, wenn man sehr tief in den Federweg eintaucht und dann wieder zurückkommt. Das heißt, man hat ja eine gewisse Kontrolle
die Zugstufendämpfung hier übernehmen muss. Das heißt, das Rad darf nicht zu schnell ausfedern, dass die Gabel nach oben springt und man im Endeffekt die Kontrolle verliert. Das heißt, wir haben eine erforderliche Dämpfungskraft, die wir hier oben ansetzen, damit die Gabel kontrolliert im Highspeed bleibt und die Low-Speed-Dämpfung dann auf verschiedene Niveaus setzen. Also ganz grob gesagt, eine lineare Dämpfung würde so aussehen. Das heißt im Endeffekt, es ist ein linearer Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Kraft. Und dann gibt es eine degressive Dämpfung und eine progressive Dämpfung. Das heißt im Endeffekt, die Gabel reagiert bei sehr tiefen Schlägen jeweils gleich. Das heißt, die Kontrolle der Gabel bleibt identisch. Nur was im Low-Speed-Bereich passiert, das unterscheidet sich grundlegend. Denn die Gabel, die progressiv gedämpft ist, ja, ist nicht so sensibel, die federt langsamer aus. Das heißt, sie versackt etwas im Federweg, wenn man über kleine Steinchen fährt. Und die Gabel, die eher progressiv gedämpft ist, die bleibt sehr aktiv. Die kann den Unebenheiten folgen und bleibt extrem hoch im Federweg stehen. Und das ist im Endeffekt der neue Ansatz, den wir gewählt haben. Das heißt, wir haben den Zugstufentune eher auf die progressivere Seite gedrückt, wobei er vorher eher auf der linearen bzw. degressiven Seite war. Und das macht das Fahrwerk wirklich extrem spaßig zu fahren. Also im Endeffekt der Grip ist enorm, die Kontrolle bleibt bestehen, also man kann in Steinfelder reinhalten, das macht richtig Spaß. Aber nicht nur auf der Zugstufenseite hat sich was getan, sondern auch auf der Druckstufenseite. So haben wir, wie eben schon beschrieben, die neue Druckstufennadel, also den Low-Speed-Einsteller, der jetzt diese 2-Zonen-Einsteller ist. Und dadurch können wir den Support, vor allem im Racer-Bereich, deutlich besser einstellen. Und so haben wir jetzt einen neuen Druckstufentune, der ein bisschen weicher ist als der vorherige. Der es aber erlaubt, die Druckstufe auch komplett geschlossen zu fahren. Das heißt, man kann die komplett zudrehen, ohne dass einem auf einem langen Bikeparktag die Arme wegfliegen, sodass man im Endeffekt sehr, sehr fein den Support abstimmen kann, die Gabel dadurch extrem hoch im Federweg steht und allgemein einfach super gut funktioniert, trotzdem die großen Schläge gut wegarbeiten kann. Und so eine extrem runde Sache aus Druckstufe und Zugstufe. Die beiden harmonieren auch dadurch, dass sie beide im Endeffekt die Federwegsposition erhöhen und so sind wir echt super zufrieden. Das war es dann auch von meiner Seite. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und übergebe wieder an Cornelius. Dann von Simon zurück zu mir. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ich habe alles verstanden, aber ja, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach für alle. Nichtsdestotrotz sehr, sehr geil natürlich. Ich habe eine Sache noch vergessen vorhin, weil ich ja immer so One-Takes mache und dann auch mal was vergesse, aber deswegen bin ich jetzt wieder da. Und zwar wollte ich noch zeigen, wie die Travelizer-Funktion in der Federgabel funktioniert. Deswegen habe ich natürlich die Federgabel auch vorbereitet. Die Ventilkappe ist schon demontiert. Ich schraube das mal hier in den Schraubstock rein. So, das kann natürlich, muss jetzt nicht in der Werkbank sein. Jeder kann daheim bei sich die Federgabel im Fahrrad lassen. Es muss lediglich unten die Bremse demontiert werden und das Laufrad natürlich raus, die Achse raus. Das machen wir gleich mal. Stellen wir hierher. Und man braucht eine Luftpumpe. Es muss jetzt nicht unsere sein, es tut jede andere Luftpumpe auch. Die Luft muss nicht abgelassen werden, das heißt, ihr lasst einfach alles so wie es ist und schraubt oben einfach die Pumpe an. Man merkt dann, dass sie korrekt angeschraubt ist, wenn die Pumpe Druck anzeigt. Wenn die Druck anzeigt, heißt es, der Stößel ist gedrückt, sonst würde logischerweise kein Druck angezeigt werden. Genau, wir sind jetzt soweit, dass hier der Druck angezeigt wird. Dann lege ich die gerade einfach mal so hin. Und jetzt kann ich halte mir gerade die kleine Kamera hierher, wenn ich jetzt das rechts rumdrehe, dann wird dieser Abstand, der ist gerade ein bisschen schief, wenn ich das jetzt rechts rumdrehe, wird dieser Abstand kleiner und pro Umdrehung 1 mm. So, ich mache das mal ein paar Mal. Und dann ist es so, dass dieser O-Ring langsam an die Dichtung kommt. Genau, jetzt ist es an der Dichtung, das heißt, man sieht definitiv die Verstellung. Ich kann jetzt, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin, Meterstab liegt immer bei, unser Sägtool. Insofern kann man das genau immer nachmessen, wie viel Federweg man hat, 170, 173. Die sichtbare Länge ist dann der Federweg. Wenn ich jetzt 173 mm messe zwischen Dichtung und Ausfallende, habe ich auch 173 mm Federweg. Wenn ich jetzt sage, okay, das passt mir jetzt, ich wollte einen Zentimeter reduzieren, dann sollte das Ausfallende wieder ungefähr in der Position sein, wo es vorher war. Dann nehme ich diese Pumpe und schraube sie ab. Und meistens ist es so,
dass jetzt das noch nicht ganz 360 Grad war. Dann kann ich hier so ein bisschen rumwackeln und man sieht jetzt deutlich vorne, wie dieses Ventil hier rauskommt. Und wenn das Ventil von der Seite sichtbar ist, ist alles wieder gut. Die Kugel ist eingerastet. Das Ding kann sich so weit, ich kann jetzt auch wieder drehen. Das ist kein Problem, man kann das rumdrehen, es passiert auch nichts. Man merkt auch so leicht, wie das wie die Kugel hier hin und her flutscht, aber man tut es dann einfach wieder in diese Position, die man hat, und alles ist gut. Der Dämpfungsholm, der wird einfach dann von der Höhe, der hat ein bisschen, kann der hin und her in dem Bereich, und dann kann man das wieder montieren und alles ist gut. Ich würde jetzt gerade noch mal ganz kurz diese Federwegsbereiche, das habe ich nämlich vorhin auch vergessen, oder das kann man natürlich auch auf der Homepage nachlesen oder im Techsheet, überall. Wir haben 3 Modelle. Wie gesagt, Blackline und Originals ist dort vom Innenleben alles gleich. Wir sind bei der Hero bei 140 bis 170. Wir sind bei der Edge von 150 bis 180 und die Flash von 160 bis 190 mm. Das heißt, wir haben jeweils 30 mm Verstellweg in 1 mm Schritten. Ich schreibe das gerade hier her. Und da kann man das stufenlos quasi verstellen. Das heißt, wenn man auch mal 173 mm haben möchte, kein Problem. Dann war es das von mir. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht noch mehr was vergessen habe, aber ich freue mich auf euer Interesse. Ich hoffe, es ist zahlreich und wir freuen uns natürlich, wenn wir jetzt nach diesen 2 Monaten wieder Gabeln verkaufen können und verschicken können. Insofern wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns hoffentlich im Online-Shop. Ciao! Okay, war jetzt noch ein bisschen ausführlicher quasi, aber ist vielleicht auch nicht schlimm. GoPro läuft und ich habe ja mal das jetzt. Naja, gut.